Habt ihr schon mal vom sogenannten IKEA-Effekt gehört? Laut diesem IKEA-Effekt schätzen Menschen den Wert von selbst hergestellten Produkten höher ein im Vergleich zu Fertigware. Und das lässt sich selbstverständlich nicht nur auf den Zusammenbau von Möbeln übertragen, sondern auch auf Kosmetik. Auch ich rühre nach wie vor sehr, sehr gerne Kosmetik an, hauptsächlich um Rohstoffe für zukünftige Produktentwicklungen auszuprobieren. Und natürlich macht es durchaus Sinn, dass man diesen ganzen Schaffensprozess und alles, was dazu gehört, höher wertschätzt im Vergleich zu einer Fertigware oder zu einem Fertigprodukt aus der Drogerie, welches man sich einfach easy peasy aus dem Regal greifen und an der Kasse bezahlen kann. Allerdings ist es ein riesengroßer Trugschluss, dass Do-it-yourself-Kosmetik immer günstiger sein muss im Vergleich zu der Fertigware. Und das möchte ich euch heute sehr, sehr gerne am Beispiel eines Do-it-yourself-Reinigungsöls zeigen. Beim selbst hergestellten Reinigungsöl würde ich mich an einem Rezept orientieren, das ich bereits mehrfach ausprobiert habe und von dem ich auch weiß, dass es einwandfrei funktioniert. Und hierfür benötigt ihr theoretisch nur 3 Rohstoffe. Einmal Sonnenblumenöl, in diesem Fall ist es ein spezielles Sonnenblumenöl, welches aus einer besonderen Sonnenblumenzüchtung gewonnen wird, wodurch es oxidationsstabiler ist und wodurch es eben auch nicht so schnell ranzig wird. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Emulgator, damit sich dieses Reinigungsöl auch von der Haut mit Wasser wieder entfernen lässt, weil normalerweise verstehen sich Öl und Wasser nicht so gut, deswegen brauchen wir hier eine grenzflächenaktive Substanz, damit wir das Ganze auch wieder von der Haut runtergespült bekommen. Und hier würde ich mich für Polysorbat 80 entscheiden, weil dieser Emulgator einfach richtig gut in Kombination mit Ölen funktioniert und nicht allzu kostenintensiv ist. Zum Schluss würde ich mich auch noch für ein Antioxidant entscheiden, in diesem Fall Tocopherol bzw. Vitamin E, um das Ranzigwerden des Öls zu verlangsamen. Schauen wir uns jetzt mal an, was diese Rohstoffe kosten, wenn man sie als Verbraucherin bestellt. Denn ihr dürft nicht vergessen, dass man natürlich einen ganz anderen Zugang hat im Vergleich zu Menschen, die in der Kosmetikbranche tätig sind, die zum Beispiel Produkte entwickeln oder die Kosmetikhersteller sind. Auch ich habe einen besseren Zugang zu Rohstoffen. Ich kann mir zum Beispiel bei Rohstofflieferanten Muster von bestimmten Rohstoffen liefern lassen, um diese auszuprobieren, auszutesten. Das hat man selbstverständlich als Endverbraucherin nicht wirklich und somit ist der Zugang zu bestimmten Rohstoffen selbstverständlich beschränkt und man bekommt natürlich auch teilweise ganz andere Preise vorgesetzt. Aber es gibt natürlich einige Online-Shops, in denen man Rohstoffe erwerben kann. Ich packe euch einfach diejenigen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, unten in die Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und ich habe mir in einem dieser Online-Shops diejenigen Rohstoffe, die man dort erhalten kann, zusammengestellt und eine Einkaufsliste gemacht und alles in den Warenkorb gepackt. Und wenn man das alles so in den kleinsten Mengen kaufen würde, dann würde man bei fast 30 € rauskommen. Je nachdem, ob man eine Verpackung benötigt oder nicht. Ihr könnt selbstverständlich auch eine alte Verpackung benutzen von einem aufgebrauchten Reinigungsöl. Aber ihr müsst dabei natürlich auch bedenken, diese Verpackung ordentlich zu säubern, sie zu desinfizieren und alles, was dazugehört. Und dann könnt ihr diese Verpackung natürlich immer wieder verwenden. Das Polysorbat kann man sich in einer Apotheke besorgen, da kostet es ca. 6 € für 100 Milliliter. Wenn wir jetzt von den reinen Rohstoffkosten ausgehen und keine Verpackung benötigen, dann müssten wir inklusive Versand um die 34 € bezahlen. Und diese Rohstoffmenge reicht theoretisch für 10 Reinigungsöle. Danach müsstet ihr beispielsweise wieder neues Sonnenblumenöl bestellen und euch auch ein neues Polysorbat besorgen. Allerdings muss man bedenken, dass auch Rohstoffe eine begrenzte Haltbarkeit aufweisen. Bei dem Sonnenblumenöl wird zum Beispiel empfohlen, es innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man es schafft, all seine Rohstoffe innerhalb der angegebenen Haltbarkeitsdauer aufzubrauchen und zu verwerten, bevor sie einem schlecht werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier ausschließlich von den Rohstoffen sprechen. Da sind keine weiteren Kosten für die Gerätschaften enthalten, wie zum Beispiel Messinstrumente, eine Waage, ein Messlöffel, eine Pipette, Bechergläser,
was auch immer, das ist alles im Preis nicht mit drin. Außerdem solltet ihr natürlich sauber arbeiten, das heißt euch auch Flächendesinfektionen besorgen und natürlich auch eure Gerätschaften desinfizieren, mit Handschuhen arbeiten, um eure Produkte, die ihr herstellt, nicht zu kontaminieren, um sie nicht zu verschmutzen. Und das sind halt auch alles Kosten, die man damit einberechnen und einbeziehen muss, mal abgesehen von der Arbeitszeit. Letztendlich heißt das, dass es sehr, sehr schwer ist, die günstigsten Produkte in der Drogerie mit selbst hergestellter Kosmetik zu schlagen. Ich habe hier als Beispiel das Isana pflegende Reinigungsöl, welches auch auf dem Sonnenblumenöl basiert, das wir in unserem Reinigungsöl verwenden wollten und das 2,49 € für 100 Milliliter kostet. Und da sind selbstverständlich nicht nur die Rohstoffkosten enthalten. Und da ist auch wichtig zu wissen, dass natürlich da die Masse eine riesengroße Rolle spielt. Denn je mehr man bei einem Hersteller bestellt, umso höher fallen die Mengenrabatte aus. Nicht nur für die Rohstoffe, sondern auch für die Produktmenge, die man da herstellen und produzieren lässt. Das sind einfach Mengen, die man zu Hause nur sehr, sehr schwer nachvollziehen bzw. nachahmen kann. Und genau deswegen können diese Drogeriepreise auch möglich gemacht werden. Und da sind, wie gesagt, diese Rohstoffkosten enthalten. Dann haben wir noch die Transportkosten, die Kosten für die Verpackung, die Etikettierung, dann natürlich alles, was für das Inverkehrbringen von Kosmetik notwendig und wichtig ist, wie zum Beispiel eine Sicherheitsbewertung, die Produktinformationsdatei, das Einpflegen im CPNP-Portal, natürlich auch die Herstellung, das Scale-up, die ganzen Stabilitätstests, der Konservierungsbelastung-Test, vielleicht sogar ein dermatologischer Test. Da ist so viel in diesem Preis mit einkalkuliert, was wir bei unseren selbst hergestellten Produkten gar nicht einbeziehen können. Falls ihr jetzt noch mehr Infos zum Thema Reinigungsöl haben möchtet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.